the journey of joy around Germany's capital. Unfassbar, unfassbar. History is made. It is writ large. It's spectacular. Es kann schon wieder eine neue historische Marke geben. She's going to better the world record, and look at the clock, and the world record is hers. Welcome to the Berlin Marathon. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des BMW Berlin Marathon 2025. Ich begrüße die lieben Kolleginnen und Kollegen, alle die Sportlerinnen, die Elite-Athletinnen und Athleten und freue mich auf ein riesiges Event, wo wir heute eine kleine Vorschau drauf werfen werden. Very warm welcome to the press conference of the 2025 BMW Berlin Marathon. And we have a direct translation service, as most of the press conference is going to be held in German, but you're going to find a direct translation either on the screens or you take with your mobiles the QR codes which you find on the tables, and you can actually have the direct translation on your mobile with the app, or you can also have a direct speech-to-speech translation if you use your earbuds for the app, then you will have the words in English in your ears. So, herzlich willkommen. Wir werden heute eine große Vorschau hier haben auf das Event, auf die vielen Veranstaltungen, die schon begonnen haben, die aber morgen mit den Rennen losgehen. Wir werden auf die Zuschauer eingehen, wir werden aufs Wetter eingehen natürlich, aber vor allen Dingen werden wir natürlich heute auch auf die Top-Athletinnen und Top-Athleten eingehen. Und da kann ich ein paar ganz große Namen heute ankündigen. Mein Name ist Urs Weber, ich bin Kollege von Runners World, freue mich schon nachher auf ein paar Fachsimpeleien am Rande der Pressekonferenz. Aber ich möchte erst mal ankündigen, wen wir heute dabei haben werden. Als erstes werden wir gleich begrüßen Jürgen Lock, den Geschäftsführer von STC Events, der dann begleitet wird auch von Marc Milde, dem Race Director und der für das ganze sportliche Geschehen hier zuständig ist. Aber dann haben wir ein ganz paar sehr, sehr prominente Namen hier heute auf der Bühne. Dazu zählen unter anderem Manuela Scher, Tatjana McFadden, Marcel Hug haben wir hier und von Julia Dirksmann hier aus der Nähe gleich angereist, Vico Märklein noch näher angereist und Heinz Frey, vielen von euch bekannte Namen dabei und ich freue mich sehr, dass die dabei haben. Wir werden später hier begrüßen können die Top-Läufer. Wir haben gestern die Frauen vorgestellt, heute werden wir die Männer vorstellen und wir haben hier sehr prominente, ein paar der schnellsten Marathonläufer des Jahres und aller Zeiten. Dazu zählt Sebastian Sawe, ihr kennt den Namen vielleicht, der wird nachher kommen. Fachpublikum, hat erst 2 Marathons gelaufen, aber 2 gewonnen, in Topzeiten. Dann haben wir Mekesa Mengasha hier, den Vorjahressieger, der auch wieder am Start sein wird, also große Spannung. Und Gabriel Gay aus Tansania, der tansanianische Rekordhalter, der auch mit am Start sein wird, den werden wir nachher begrüßen. Aber zu den Top-Athleten zählen natürlich auch die deutschen Top-Athleten. Und da haben wir Hendrik Pfeiffer, Sebastian Händel und Haftum Welday, die wir nachher hier auch begrüßen werden. Und von denen auch mindestens 2 von den 3, bei dem einen weiß ich es noch nicht, in Topform sein werden. Aber jetzt begrüße ich erstmal Jürgen Lock, Geschäftsführer von STC Events. Und ich habe schon angekündigt, BMW Berlin Marathon, das ist eine riesige Veranstaltung, große Veranstaltung mit einem ganzen Veranstaltungsprogramm über die Woche hinweg. Und Jürgen, vielleicht begrüßt du erstmal hier auch die Kolleginnen und Kollegen.
Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ja, ich freue mich, dass wir hier heute so präsent sind, aber ich glaube, bei den Läuferinnen und Läufern, bei den Rollstuhlfahrern und Handbikern ist es ein tolles Bild, was wir haben zum 51. BMW Berlin Marathon. Ich freue mich ganz besonders, dass wir unsere Partner auch mit dabei haben. Besonders freue ich mich, dass auch Björn Gulden von Adidas heute da ist, Chris Miller von Abbott, die sind auch heute bei der PK. Finde ich ganz toll, dass die auch sich den Spitzensport auch Sportler mit dabei sind. Das sind Sportler, genau, und natürlich auch alle unsere Partner. Das ist wichtig, ohne das würde hier auch die Veranstaltungen nicht stattfinden können. Ja, aber wir haben ein Multisport-Event, zwar nur Laufen in der Form und Rollen, aber in der Tat 79.000 Registrierte, die jetzt auch bei der Messe Berlin, das ist neu in diesem Jahr, was wir bedingt durch die Umbaugeschichten in Tempelhof dieses Jahr machen mussten, hat aber hervorragend funktioniert. Das heißt, wir werden also dort alle Startnummern vom Mini-Marathon über Bambini, über die Generali 5K und dann auch natürlich den Hauptlauf irgendwo ausgeben, und das hat gestern schon begonnen, und wie hörte ich gestern von Messevertreter, das ist besser als die grüne Woche, also man sieht, da ist irgendwo richtig Druck drauf. Also da ist richtig Druck drauf, und wir haben, ist ja kein Geheimnis, wir haben das so ein bisschen natürlich bedauert, dass Tempelhof gerade renoviert werden muss und dass wir dort nicht in diesem tollen Gelände mit dem Laufgelände dort auch sein können dieses Jahr. Aber man kommt relativ schnell hin zur Messe Berlin, man ist verkehrstechnisch sehr gut angeschlossen. Und als ich gestern kurz vor Messebeginn dort war, dachte ich, wer soll denn hier alles die Hallen füllen? Riesige Hallen, riesige Ausgabestellen, aber es sind natürlich auch einige Zahlen, die da zusammenkommen. Ne? Wie viele Startnummern werden abgeholt insgesamt jetzt da auf dem Messegelände? Ja, wie gesagt, 79.000. Es wird dann heute der höchste Tag sein, weil dann eben halt die 5-Kilometer-Läufer, die starten ja morgen früh dann schon. Also wird heute die Hauptabholung nochmal sein. Auch beim Minilauf wird morgen stattfinden. Mini-Marathon, das ist also gestern alles, und heute wird das irgendwo passieren. Und dann natürlich die vielen, vielen Läuferinnen und Läufer und die Skater, die dann natürlich dann auch noch ihre Startnummer abholen. Großartiges Bild, und die Messe Süd mit der S-Bahn wunderbar erreichbar. Und wenn man dann schon reinkommt, dann merkt man eben halt das Gefühl, was wir vor allem auch als Abbott World Marathon Major irgendwo auch zeigen wollen. Für uns ist alles, was im Bereich Convention, aber auch Kommunikation mit den Teilnehmern, 160 Nationen, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dieses Entree auch bieten. Dann sagen wir, dass die Lauf-Community weltweit, und das zeigen wir schon beim Messeeintritt. Und beim Messeeintritt, da kommen ja jetzt nicht nur die Starterinnen und Starter, sondern natürlich auch viele Gäste dazu. Und ich kann nur so viel sagen, der Messebesuch lohnt sich. Also alle Aussteller, die dort sind, haben sich herausgeputzt. Größere Stände als jemals und wirklich fantastisch auch organisiert bis ins letzte Detail. Sehr viele Mitarbeitende, die da von den Firmen da sind. Also ist tatsächlich eine sehr lohnenswerte Messe, die wir da vor Ort haben. Und auch vielleicht nochmal der Hinweis darauf, man konnte sich anmelden zur Startnummernabholung. Genau, wir haben dieses Jahr eine Slotbuchung gemacht, sodass wir eben halt keine großen Staus haben wir nie in der Form gehabt, aber es gibt dann schon irgendwo Stoßzeiten, das ist der Samstagmorgen, aber auch der Freitag vor allem, und wir haben eine Voranmeldung gemacht und das läuft auch ganz gut, also ich habe vorhin auch noch telefoniert, die Messe ist ja schon geöffnet seit 10 Uhr und das ist alles ganz fluffig irgendwo bisher gelaufen, sodass wir eben halt, und das danken alle, die irgendwo auf der Messe von der Startnummernausgabe bis hin auch zu den Ständen, dass eben halt nicht so dieser Druck drauf ist, sondern dass es irgendwo einen ganzen Tag irgendwo sehr fluffig irgendwo auch durchgeht. Dazu muss man sagen, wenn man darüber geht, man sieht sehr, sehr viele bekannte Gesichter, viele Helfende, die schon seit Jahren dabei sind. Damit man den Überblick behält, generell als Teilnehmer von einer der Veranstaltungen oder als Zuschauer, gibt es dieses Jahr auch wieder die Berlin Marathon App. Ja, die App, die ist auch seit Mittwoch in den Stores, kann also über Android und Apple auch downgeloadet werden. Ganz wichtig, da sind alle Informationen drin, die man benötigt, sowohl für die Läufer als auch für diejenigen, die begleiten, die zuschauen. Das sind 3 Dinge, die vor allem wichtig sind. Das Tracking natürlich, man kann bis zu 10 Leute tracken, wenn sie es freigegeben haben. 25 sogar, okay, hier lerne ich doch was. Also man kann irgendwo dann doch irgendwie viel, viel mehr tracken nochmal. Aber wichtig ist eben halt, wenn man auf der Strecke irgendwo jemanden sucht und nochmal hoppen möchte, das sind so ganz wichtige Sachen, also vor Ort, aber auch sehr viele Informationen rund um den BMW Berlin Marathon, was so auf uns zukommt. Und da sind natürlich auch die letzten Informationen auch nochmal mit dabei. Gehen wir nachher nochmal drauf ein, was zum Beispiel Wetterkonditionen irgendwo angeht. Aber auch für diejenigen, die in Charge sind, wir haben ja über 5.000
1700 Volunteers auch mit dabei, die nutzen diese App auch. Wir nutzen sie alle, sodass wir eben halt auch sehr gut connected sind und die Downloadzahlen, die werden wir dann am Wochenende sehen, aber letztes Jahr war das phänomenal und ja, da nochmal alle Informationen auf der App. Jürgen, wir haben eben die Zahl der Startenden insgesamt schon genannt. Was mir nochmal wichtig ist, der internationale Charakter. Denn es sind zahlreiche Nationen. Ich weiß nicht, wie viele Nationen sind am Start? Wir haben 160 Nationen am Start. Das ist also nochmal eine kleine Steigerung, die wir so hatten, aber so roundabout. Aber die zwei größten Nationen, das sind die USA und Großbritannien. USA sind jetzt 8.500 hier nach Berlin gereist, UK ein bisschen weniger und ansonsten so um die 2.000. Und das sind ganz viele, die auf der Liste dann auch kommen. Also sehr international zeigt man eben halt auch, dass auf der einen Seite die Serie zieht, aber auch Berlin zieht. Ja. Es ist einfach eine tolle Strecke, es ist eine schnelle Strecke und das werden wir auch irgendwo auch am Sonntag wieder zeigen. Wir werden es am Sonntag hier vor Ort zeigen. Übertragen wird es natürlich auch im Fernsehen. Kannst du uns die Fernsehübertragung noch mal kurz benennen? Ja, die Übertragung wird also live auf RTL stattfinden, Free TV, 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr. Und wir werden danach dann auf YouTube, auf dem Channel weitermachen bis 14.30 Uhr. Das ist dann, wo wir dann auch die breite Masse auch noch mal ein bisschen mehr abdecken. Aber ich glaube, alle Informationen, vor allem auch das Live-Bild, werden wir schon mit dem Team sehr, sehr gut auch rüberbringen und zeigen eben halt Spitzensport, aber auch ein bisschen Berlin und vor allem auch ein bisschen die Breite. Ja, freuen wir uns jetzt schon drauf. Es hat letztes Jahr schon super geklappt, eben mit den beiden Aspekten Elitesport, der hier auf absolut höchstem Niveau ist. Aber ich finde es eben auch klasse, dass der Breitensport da genauso bedacht wird. Es gibt Einzelinterviews und nachher wird ja dann der Stream auch noch weitergeführt. Also wenn das so läuft wie letztes Jahr, freue ich mich richtig auf Übertragung auch. Du hast eben schon das Stichwort genannt und das hat sich diese Woche immer so ein bisschen tatsächlich, wie das so ist, bei den Prognosen über das Wetter genannt. Und wir haben am Anfang der Woche ehrlich gesagt hier gesessen und hatten so ein bisschen Stirnrunzeln, weil Berlin-Marathon, da will man natürlich immer Rekordzeiten laufen, nicht nur beim Elitefeld vorne, sondern eben auch viele ambitionierte Hobbyathletinnen und Athleten. Und die Wetteraussichten sind jetzt mit begrenztem Optimismus ganz okay, ne? Wir sind immer optimistisch. Also das Wetter ist, wie es ist. Und natürlich ist es wärmer als in den letzten Jahren. Das hatte ich ja gestern schon gesagt. Montag habe ich gesagt, müssen wir uns nochmal angucken. Genau, das hat sich auch bewahrheitet. Also wir werden jetzt, und ich teile das mal auf in die absolute Spitze und dann auch in die Breite. Die Spitze ist ja um 11 Uhr noch was gleich irgendwo da. Wir starten bei, in Anführungsstrichen, relativ hohen Temperaturen bei ca. 18, 19 Grad. Das wird jetzt noch mal die nächsten 1-2 Tage noch ein bisschen divergieren. Aber wir haben dann nicht mehr diesen extremen Sprung. Das heißt, wenn wir so 11.10 Uhr, 11.05 Uhr irgendwo sehen, sind wir so bei 21, 22 Grad. Keine Temperatursprünge. Wichtig ist, der Wind wird bei ca. 9 km/h sein, südlicher Wind. Luftfeuchtigkeit wird sicherlich in den nächsten Tagen ein bisschen höher sein, damit wir so umgehen. Das heißt, irgendwo die Sweatrate wird ein bisschen höher sein, aber das heißt eben halt Fluids zuführen. Das wissen die Athleten und die Athletinnen sehr, sehr gut. Und dann wird es aber in der Tat bis 24 Grad nach oben gehen. Das wird sich also sehr konstant halten, aber keine Sprünge. Das ist ganz, ganz wichtig. Und unser Medical Team ist sehr gut vorbereitet mit der Feuerwehr, mit der Unterhilfe, sodass wir auch alle Dinge, die an diesem Tag irgendwann mal höher sind. Aber wichtig ist, wir haben in den letzten Jahren immer bei 7, 8 Grad morgens angefangen und teilweise ging es dann auch auf 20 Grad nach oben. Also keine Sprünge, sondern es ist eine konstante Linie. Und ich glaube, dass wenn jemand vorbereitet ist und weiß, okay, ich fange bei 19 Grad an, das heißt, Muskulatur ist eigentlich dann schon wärmer. Wir mal gucken, was dann am Sonntag passiert. Und für die breite Masse, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben gestern noch ein Direct Mailing gemacht. Wir haben es auch über die Medien kommuniziert. Bitte das auch nochmal aufnehmen. Es gibt verschiedene goldene Regeln. Die werden auch in der Pressemitteilung, sind die heute auch nochmal mit dabei. Was ist zu beachten? Also nicht nur am Tag des Laufens, sondern jetzt auch davor. Also das heißt wirklich auch mit den Salzen ein bisschen mehr als sonst handhaben, dass die Elektrolyte irgendwo eingespeichert sind, genügend Flüssigkeit jetzt auch schon zuführen und es geht dann weiter und ganz wichtig, auch wenn es bedeckt ist, mit einer Cappy laufen und vor allem auch gucken, dass alle Versorgungspunkte soweit auch angenommen werden, weil das Schlimmste ist, wenn man dehydriert ist, bringt man keine Leistung mehr und dann sind die 20 Sekunden, die man im Verpflegungsstand irgendwo hat, nachher
sind gar nichts dagegen, dass man dann doch langsamer wird. Wie sagte Debbie Schöneborn, die auch am Sonntag am Start sein wird, gestern von den Elitefrauen national so schön, unbedingt viel trinken, vor allen Dingen jetzt schon in den Tagen davor, ne? Also dass man gut hydriert. Genau, das ist Standard in der Sportmedizin und das sollte man immer auch machen wir auch im Vorfeld. Aber wie gesagt, nehmen Sie gerne irgendwie, sind die Pressevertreter und die Medienvertreter heute auch hier. Wir haben das auch nochmal sehr klar irgendwo aufgeteilt, das auch nochmal entnehmen. Unsere Kommunikationsabteilung hat das auch nochmal in die Pressemitteilung heute auch reingenommen mit dem Link und das einfach kommunizieren und dann wissen auch die Läuferinnen und Läufer und auch die Handbiker, Rollstuhlfahrer auch Bescheid. Ich habe auch gesehen, Dr. Matthias Krüll ist hier vom Medical Team, hier vom Event, der mit dem gesamten Medizinteam hier auch gut vorbereitet ist. Und die kennen sich tatsächlich auch fantastisch aus mit warmen Laufbedingungen und haben entsprechend die Maßnahmen vorher schon getroffen und stehen bereit. Und genauso übrigens auch die Top-Athletinnen und Athleten. Ich bin nicht schon gespannt. Ich weiß nämlich, dass einige von den Top-Athleten sehr gut mit warmen Bedingungen zurechtkommen. Und da werden wir vielleicht gleich mal im Interview dann darauf kommen. Wir haben jetzt ganz vieles nicht erwähnt. Es sind ganz viele Events, die RTL-Spendenstaffel startet. Es gibt ganz viele neue Themen, die wir gestern auch bei der PK schon hatten. Was sind so für dich die wichtigsten Themen? Heute ist auch noch Hall of Fame-Termin hier am Brandenburger Tor. Das ist auch immer ein wichtiger Termin, auch für die Teilnehmenden. Genau, Charlotte Teske, Marcel Huck, Anton Abel werden auch die Hall of Fame aufgenommen, dann von den Abbott World Merger Majors, die Six-Star-Finisher, die dann auch hier in Berlin ihren 6. haben. Wir haben jetzt mittlerweile 7, werden dann auch mit hinzugenommen. Also es ist eine große Party und dann morgen die Wettbewerbe. Wichtig ist, was mir nochmal wichtig ist für Sonntag, wir haben ja eine Einteilung in Startblöcke, das heißt auch die Startzeiten, die gewissermaßen auch im Vorfeld mitgeteilt worden sind, dass wirklich auch der Eintritt in die Startblöcke irgendwo so passiert, dass nachher auch nicht der Druck drauf ist. Jeder weiß, wann er irgendwo da sein sollte. Nicht zu spät, nicht zu früh, sondern dass das auch irgendwo flutscht. Bei über 50.000 Teilnehmenden ist es etwas, wo die Logistik, wo aber auch der Teilnehmer, der Teilnehmende wirklich auch mitarbeiten muss, dass es dann auch alles geordnet irgendwo auch vonstatten geht. Toller neuer Service. Jürgen, erstmal vielen Dank. Das waren viele Informationen. Natürlich findet ihr auch ganz viele Informationen im Medienbegleitbuch, Handbuch, QR-Codes liegen dafür aus. Ansonsten ist das Team von STC Media Relations auch hier. Robert Fekel, Jochen Schmidt sitzen da, die sind bereit, dir alle Fragen zu beantworten. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Jürgen, und wir sind sehr gespannt jetzt aufs Wochenende. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt auch auf die Top-Athletinnen und Top-Athleten. Und jetzt gucken wir uns zur Einstimmung erstmal einen kurzen Film an, Robert, über die Elite-Athletinnen und Elite-Athletinnen, die am Sonntag zuerst starten werden. Und zwar sind das die Rennrollstuhlfahrerinnen und Fahrer und die Handbiker. Vielen Dank, Jürgen. Und wir haben hier als Gäste fürs Podium von den Handbikern. Julia Dirkesmann ist hier. Vico Märklein, habe ich ihm die Namen schon genannt. Kommt gerne hier zu mir hoch aufs Podium. Und wir haben Heinz Frei hier. Dazu von den Top-Rennrollstuhlfahrerinnen und Rennrollstuhlfahrern. Manuela Scheer ist hier, mehrfache Siegerin hier beim BMW Berlin Marathon. Wir haben Tatjana McFadden und Marcel Hug. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen hier und wir haben hier einige sehr bekannte, sehr erfolgreiche Namen und das ist immer so das Faszinierende, dass es hier Sportlerinnen und Sportler gibt im Feld, die seit Jahren wirklich Top-Elite und Top-Leistungen bringen und Manuela, du bist eine der erfolgreichsten Rennrollstuhlathletinnen der Welt, kann man sagen, und hast auch hier eine lange Erfolgshistorie in Berlin mit 6 Siegen, stimmt das? Bin ich protokollarisch richtig? Und was bedeutet für Berlin für dich im Rennkalender des Jahres?
Sicher ein wichtiger Zeitpunkt, der steht eigentlich immer fest in meinem Rennkalender und es ist, wir sagen ja immer ein bisschen in der Schweiz, es ist unser Heimmarathon. Ja, daher ist es immer schön, hier zu sein. Es ist eine schöne, einfache Anreise, keine Zeitverschiebung, von daher ist es einer der besten. Wie oft bist du gestartet bislang in Berlin? Hast du ein Protokoll geführt? Weil du warst, ich habe es gesagt, 6-fache Siegerin, ansonsten reist du ja viel um die Welt. Aber in Berlin, wann war dein erster Start, weißt du es noch? Das wäre 2013 gewesen. Also eine lange Erfolgshistorie. Tatjana, next to you, how's your German? We just speak English, right? Better? Please. Yeah. Tatjana, what's your story with Berlin? You have been one of the most successful sports stars in the US region and the American continent. What's your story with Europe and especially with Berlin? Yeah, I really enjoy coming to this race because, you know, you could have a great day or a bad day and your time's relatively good because the course is so fast. And this season has been all about track because, as you know, World Championships are going to be in India. So this is my transition into my first fall major marathon after all the track training. And yeah, Berlin's been a little bit stubborn for me. I haven't, you know, quite won it yet, but maybe in the future. And I like how you say this. I haven't really quite won it yet. So, is this your ambition, your motivation for this year's start on Sunday? I think it's always the ambition, but for me, it's just about taking what I've learned in my training and trying to execute it and really learn about, you know, myself in the course and my competitors and just see where I am. Okay, Tatjana, thanks. Great having you here. Marcel, du bist auch hier tatsächlich. Ich habe jetzt mal geguckt, wie oft warst du hier? Du bist auf jeden Fall, deswegen habe ich eben das mit Jürgen schon gesagt, den Termin. Du hast heute noch einen Eintrag hier zur Aufnahme in die Hall of Fame des BMW Berlin Marathons. Das macht einen schon stolz, oder? Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Ja, tatsächlich, ich glaube, es ist, dürfte gegen das 20. Mal sein, dass ich hier bin. Eine unglaubliche Zahl und ich habe tatsächlich auch meinen allerersten Marathon hier bestritten. Von daher hat Berlin schon auch einen ganz speziellen Platz für mich. Und umso schöner auch heute, ja, diese Ehrung, ja, freue ich mich extrem darauf und bin schon sehr stolz. Ja, 6-facher Sieger hier beim BMW Berlin Marathon, der Marcel. Und vor allen Dingen für dich auch immer wichtig ist die Wertung in den World Marathon Majors. Wie sieht da die Punktezahl aus und wie ist die Konkurrenzsituation? Die genaue Punktzahl weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, ich bin momentan gut unterwegs. Ich habe Boston, London und jetzt auch Sydney, wo ich das erste Mal gestartet bin, ja, gewonnen. Ich glaube, die stärksten 2 Konkurrenten, die von der Punktzahl am nächsten sind leider nicht da. Ja. Aber ich denke, ja, David Beer wird sicher ein guter Konkurrent sein. Bin gespannt auf Brent Lakatos. Ja, es wird sicher spannend. Manuela, du hast schon 3-mal die World Marathon Majors auch gewonnen, die Serienwertung. Wie ist bei euch die Punktezahl und wie denkst du, schneidest du da ab? Ja, genau. Katrin ist da sicher Vorreiterin für die Gesamtwertung und sicher die stärkste Konkurrenz. Sie ist leider hier auch nicht dabei, weil sie sich auf die Weltmeisterschaften in Indien vorbereitet, auf der Bahn. Ebenfalls Susanna Scaroni, wo wahrscheinlich ihr dicht auf den Fersen ist in der Punktezahl. Auch sie ist leider nicht dabei, weil sie erst noch in Sydney am Start war. Daher ist vieles noch ein bisschen offen. Es stehen noch einige an dieses Jahr und es wird sicher noch spannend sein. Ja, okay. By the way, wenn Fragen sind, dann gerne einfach Handzeichen. Wir haben hier Mikros, mobile, dann einfach die Hand heben und wir können die Fragen dann einstreuen. Ich habe eben erwähnt, ihr habt beachtliche 6-fache Siege. Ihr steht aber in einem ganz, ganz großen Schatten. Nämlich von dem Mann, der hier in der Mitte steht, sitzt Heinz Frey, 20-facher Sieger in der Rennrollstuhl-Kategorie, Heinz. Zunächst mal, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank aus der Pension, kann ich euch begrüßen. Aus der beruflichen Pension, aus der sportlichen auch ein bisschen, aber ich traue mich ab und zu noch eine Startnummer anzuziehen, speziell an Orten wie Berlin, wo ich feststellen kann, ja, ich habe durchaus einen Koffer stehen hier, den muss ich jeweils nur auspacken und ja, ich könnte auch den Spruch zitieren, ich bin ein bisschen ein Berliner. Heinz, es war viel beachtet, als du 2021 bereits die Kategorie gewechselt hast und bist dann im Handbike-Rennen erstmals gestartet. Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie ist die Umstellung und was bedeutet und was war der Hintergrund, was war der Grund? Ja, ich habe festgestellt, dass ich ja in Rollstuhl und Leichtathletik alles gesehen habe. Und ich glaube, wir können stolz sein, was sich da auch entwickelt hat. Sprich, heute gibt es diese Major-Marathon-Serie. Man kann professionell mit Rollstuhl Leichtathletik unterwegs sein. Und ich hatte so ein bisschen den Ehrgeiz, tatsächlich vielleicht auch in Handbike noch so etwas zu initiieren. Da sind wir noch auf dem Weg, wenn ich an die Preisgelder denke, in Rennrollstuhl, im Handbiken oder eben auch in dieser inklusiven Gesellschaft von Union Cycliste International, wo wir da integriert sind. Aber die müssen noch viel lernen von der Leichtathletik, stelle ich fest. Und es lohnt sich aber da zu kämpfen, da auch Vorreiterrolle zu spielen. Und ja, vielleicht gelingt es etwas näher noch zum Radsport zu drängen mit diesem Handbiken. Und wenn es nicht gelingen sollte, dann gehen wir dann halt wieder zu der Leichtathletik. Sehr schöne Aussicht, freuen wir uns. Vielen Dank erstmal für die Statements. Und Julia, du bist hier, ich habe dich eben angekündigt, du hast gar nicht so eine weite Anreise, aber für dich ist Berlin natürlich auch so wahrscheinlich. Welchen Stellenwert hat es im Rennkalender? Ist es das wichtigste Rennen? Einfach reinsprechen, das kommt dann. Okay. Also die Weltmeisterschaft, die vor 2 Wochen stattgefunden hat, war tatsächlich dieses Jahr im Rennkalender mein wichtigstes Rennen, mein Highlight. Berlin starte ich dieses Jahr zum 3. Mal erst. Ich bin auch noch nicht so lange dabei bei diesem Sport. Aber es ist ein tolles Rennen und nachdem ich das erste Mal gestartet habe, war mir klar, ich muss wieder starten. Und du sagst also ganz bescheiden, dass du noch nicht so lange dabei bist. Vorletztes Jahr warst du gleich ganz oben mit auf dem Podium, letztes Jahr auch auf dem Podium. Wie ist dein Ziel jetzt? Also du warst schon Siegerin hier in deiner Kategorie. Was sind deine Ziele für dieses Jahr? Wie bist du drauf? Wahrscheinlich hervorragend vorbereitet, darf ich annehmen? Na, ich muss gestehen, dass diese Vorbereitung für mich sehr schwierig war mit familiären Schicksalsschlägen und einem schweren Unfall, den ich im Mai noch hatte. Bis jetzt habe ich noch kein Renn-Handbike wieder. Das ist bei dem Unfall total zerstört worden. Deswegen sind dies Jahr die Bedingungen nicht so gut, aber ich will trotzdem alles geben und in der Form, wie ich es habe leisten können, habe ich eine perfekte Vorbereitung gehabt. Okay, und kommst wieder zurück ins Rennen sozusagen dann? Ja. Ja, alles klar. Ja, freuen wir uns auf deinen Auftritt am Sonntag. Alles Gute dazu. Danke. Und Vico, du hast letztes Jahr schon angekündigt hier. Welchen Stellenwert hat dein Rennen dieses Jahr hier in Berlin beim BMW Berlin Marathon? Ja, also für mich wird es am Sonntag das letzte Rennen hier sein. Und diejenigen, die mich wirklich kennen, und darunter sitzt meine Frau, die weiß ganz genau, dass es bei mir entweder oder gibt, also quasi schwarz oder weiß. Und ich will vorne in der ersten Reihe Platz machen, weil ich auch gemerkt habe, dass es für mich an der Zeit ist zu gehen, weil es gibt auch noch andere Sachen außer Wettkämpfe fahren. Heißt aber nicht, dass ich weniger im Fahrrad sitze als vorher und das Gelernte vielleicht auch weitergebe. 7-facher Sieger ist Vico hier in Berlin. Seit 2006, glaube ich, war dein erster Start hier, ne, im Rennen? 2005. 2005, okay. Genau. Über 20 Mal auf jeden Fall am Start hier gewesen. Genau, es wird jetzt das 20. Mal sein und damit habe ich dann auch meine Serie abgegolten in dem Sinne. Ich bin das eine oder andere Mal auch gefahren, da war ich gefühlt todsterbenskrank. Das würde man normalerweise eigentlich gar nicht machen, aber da ich geborener Berliner bin und den Kampf nie kampflos aufgeben wollte, habe ich das halt gemacht. War nicht immer ratsam, weil das sich dann teilweise bis zu 14 Tagen, 3 Wochen verschleppt hat alles.
Aber wie gesagt, kampflos gibt man seine Stadt nicht her. Und Vigo, du hast Ambitionen für Sonntag. Wie wird das Rennen von dir gestaltet? Also ich habe meine internationale Karriere im Dezember an den Nagel gehängt, muss aber sagen, weil ich so gut im Futter bin und so gut trainiert habe, das letzte Mal, als ich so gut war, nur von der reinen Leistung, war ich 2019 und der das weiß, was 2019 war, wurde ich Doppelweltmeister. Heißt also, am Training liegt es nicht. Also ich glaube schon, dass die Leistung da ist. Und Berlin ist für mich die eine Sache, da ich ja selber den Rekord unter 1 Stunde schon haben durfte und Berlin noch bei 1 Stunde und 3 Sekunden liegt, ist für mich das Anliegen eigentlich am Sonntag nochmal komplett all out zu fahren, um mitzuhelfen, dass die Stunde fällt. Und wenn das klappt, habe ich mein Ziel erreicht und kann glücklich von der Bühne treten. Also wir sind sehr gespannt auf Sonntag. Wünschen euch ganz erfolgreiche Rennen. Gibt es noch Fragen hier? Ich will das nicht abbügeln vorher. Ansonsten machen wir eine ganz kleine Umbaupause hier und machen erst aber noch, Mark Milder, Race Director, hat nämlich noch die Bibs dabei, die Startnummern. Und die können wir erst im Fotocall noch hier verteilen. Mark kommt mit den Startnummern und dann machen wir danach weiter.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, danke für die Geduld. Kurze Umbaupause hier. Wir wollen jetzt natürlich auch zu einem Charakteristikum kommen in Berlin, was Berlin in der Marathonwelt so populär und ja so faszinierend macht und ich sage mal mit einem Wort 13 Weltrekorde. Wir kommen zu der Strecke und dazu begrüße ich hier den Race Director vom BMW Berlin Marathon, Marc Milde. Marc, komm zu mir. Und Marc, ich sage es, ein ganz wichtiger Aspekt hier ist die Atmosphäre, die Zuschauer, das Ambiente, aber die schnelle Strecke ist natürlich wesentlich. Was gibt es zu der Strecke dieses Jahr zu berichten? Haben wir irgendwelche Umbauten? Ich habe gestern gefragt, sind Berge eingebaut worden? Traut man Berlin auch zu? Oder vielleicht sogar Schlittschuhbahnen? Was auch ist die Strecke wie letztes Jahr? Ja, also wir haben Glück, dass wir in diesem Jahr kaum Bauarbeiten, Baustellen haben. Also wir finden eine tolle Strecke, die angerichtet ist. Sie ist noch nicht ganz frei, aber sie wird dann am Samstag und am Sonntag frei sein, sodass man dann hier in Berlin wieder schnell laufen kann. Und ja, also es ist alles angerichtet. Vielleicht haben wir den Einblender da zur Strecke, dann können wir einmal den Blick drauf werfen auf den großen Rundkurs mit Start auf der Straße des 17. Juni und Ziel dann durchs Brandenburger Tor wieder. Haben wir den Streckenverlauf als Grafik da? Ja, also wie Sie sehen, wird die Strecke durch Berlin geführt. Wir versuchen alle Highlights und die Strecke ist bekannt und keine Änderungen in diesem Jahr. Ich habe heute Morgen schon beim Frühstück gehört, kein Meter ohne Zuschauer. Und diejenigen, die das ganz besonders genießen werden, das sind zunächst mal unsere deutschen Top-Athleten. Und da haben wir 3 wirklich der Namen hier, die im letzten Jahr tatsächlich Furore gemacht haben und in den letzten Jahren. Und ich begrüße hier Hendrik Pfeiffer, haben wir hier, Sebastian Händel und Haftom Veldey. Kommt zu mir. Hendrik Pfeiffer in herausragender Form, Sebastian Händel, letztes Jahr schnellster Deutscher hier in Berlin und Haftom Veldey, der eine ganz besondere Geschichte mit Berlin verbindet und sich in den letzten Jahren hier in die nationale Elite mit reingelaufen hat. Und Sebastian, erstmal zu dir, letztes Jahr, bam, schnellster Deutscher hier im Feld. Das hat, glaube ich, deine Popularität, deinen Bekanntheitsgrad nach oben katapultiert, oder? Ja, auf jeden Fall, kann man so sagen. Mit welchen Beinen kommst du nach Berlin? Wie geht es dir? In welcher Form bist du? Also ich bin gut drauf. Insgesamt hatte ich ein bisschen durchwachsenes Wettkampfjahr gehabt, aber ich habe gut trainiert jetzt den Sommer über, hatte sehr, sehr gute Umfänge, noch mehr als im letzten Jahr. Und bis jetzt war das Ziel gewesen, immer Bestzeit fürs Wochenende. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das Wetter uns keinen Strich durch die Rechnung macht, aber ich bin trotzdem optimistisch. Hendrik, du bist im Juli, hattest du hier in Berlin einen ganz großen Auftritt, hast eine Streckenrekordzeit sogar gelaufen, über 10 Kilometer, bei der Adidas Runner City Night hier in Berlin mit 28,27. Das lässt auf eine fantastische Form hoffen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, in der Tat. Also ich hatte eine super Vorbereitung. Es hat im Grunde alles geklappt, auch zum allerersten Mal. Und auch die Rennen waren alle vielversprechend. Die City Night war natürlich toll. In Berlin schon mal so ein Zielband zu durchqueren, das ist ein Gefühl, an das man sich gewöhnen kann. Aber auch die deutsche 10-Kilometer-Meisterschaft war echt schön. War auch ein gutes Rennen und dann der Halbmarathon eben auch in Antrim Coast, auch Bestzeit gelaufen. Also das war optimal und dementsprechend würde ich schon sagen, dass die Form jetzt so gut ist wie noch nie. Deswegen bin ich schon optimistisch und will natürlich auch was zeigen. Ja, du bist in der Rennszene so ein bisschen bekannt als unkonventioneller Athlet, sage ich mal. Du startest auch gerne häufiger mal oder dann bei Rennen oder in einer Abfolge, was andere Athleten nicht machen würdest. Und du hattest auch schon ein ganz schön zackiges Jahr, ne? Also einmal natürlich mit den Bestzeiten, Halbmarathon, 10 Kilometer, aber auch medizinisch bist du eigentlich, du hattest auch eine Auswahl, eine Operation Anfang des Jahres. Nimm uns mal ein bisschen mit so in den Jahresverlauf. Ja, das Jahr war geprägt schon am Anfang noch von der Fersenproblematik, die
dieses Jahr schon ein bisschen mehr aufgetreten ist und ich wollte dann eben was machen lassen und habe es nicht bereut, diese Operation dann im März durchgeführt zu haben, weil seitdem laufe ich zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder komplett schmerzfrei und auch mit dem vollen Spaß an dem Ganzen. Ne? Also diese 200-Kilometer-Wochen machen mir richtig Spaß, während das vorher dann wie ich auch immer so ein bisschen gegen den eigenen Körper war und das ist vorbei. Ne? Jetzt ist der Spaß wieder richtig zurück und das sieht man ja eben auch jetzt an der Vorbereitung, dass eben so viel geklappt hat. Ich habe natürlich jetzt in diesem Jahr schon 2 Marathons gemacht, in Houston und in Tokio, aber das war alles schon so ein bisschen dieses Gefühl, ich muss was machen lassen, früher oder später, habe ich dann getan und jetzt habe ich es auch nicht bereut. Ne? Also dementsprechend fühle ich mich eigentlich so gut wie seit Jahren schon nicht mehr und bin dementsprechend auch sehr optimistisch daran und das ist das Wichtigste, dass das Laufen Spaß macht und das ist auch vielleicht ein bisschen das, was du gerade sagtest mit dieser unkonventionellen Herangehensweise. Ich laufe halt vor allem, weil es mir einfach Spaß macht so. Und ich möchte Rennen laufen, weil Rennen sind das, wofür man es eben auch macht. Natürlich muss man auch ein bisschen mit Köpfchen rangehen, aber am Ende siegt bei mir immer das Herz und wenn sich beides dann miteinander verbinden lässt, dann kommt hoffentlich dann eben was Tolles dabei raus. Letztes Jahr bist du, glaube ich, mit ein bisschen zu viel Herz hier losgelaufen, ne, beim Marathon. Da sagte man, die erste Hälfte war ein bisschen flott, ne? Ich habe was riskiert, ne? Also wir stehen ja schon auch immer unter einem gewissen Druck, den man hat und im letzten Jahr ging es dann eben ganz klar um die Norm, ne, damals 2,630 und da habe ich eben was riskiert, es probiert, am Ende hat es dann nicht ganz gereicht, aber wenn man so ein Ding mal durchbringt, dann steht da eben auch eine tolle Zeit und auch in diesem Jahr werde ich wieder angriffslustig sein. Ich möchte ja schon auch ein bisschen zeigen, dass es ein Fehler war, mich jetzt vielleicht nicht zur WM zu schicken und dementsprechend meine Form dann eben Berlin zu schenken und das ist schon ein Ziel, was ich habe auf jeden Fall. Also dein Motto ist nicht so ausprobieren, sondern alles oder nichts, oder? Volles Risiko, aber dann eben auch hoffentlich voller Erfolg und gleichzeitig aber auch klug herangehen. Ne? Also ich werde jetzt nicht komplett überpacen, aber ich werde schon eine Strategie wählen, wo auch dann was Großes bei passieren kann. Sebastian hat es gerade schon gesagt, ne? Das Wetter ist eine Herausforderung, aber ich werde zum Beispiel auch mit dem Kühlstirnband laufen, um eben vorbereitet zu sein und im Grunde alles, was in meiner Macht steht, habe ich getan und jetzt heißt es dann eben, hoffentlich klappt's. Das heißt, Kurs ist auf Richtung Bestzeit, die steht bei dir aktuell bei 2 Stunden 7, 14 Sekunden. Ja, für mich ist 2 Stunden 7 glatt eine ganz wichtige Marke, ne, weil da eben viel dran hängt. Unter anderem die Kadernorm, aber das ist mein klares Ziel. Ja. Haftom, ich habe eben schon angekündigt, du hast eine ganz besondere Verbindung hier mit Berlin, ne? Deinen ersten Marathon hier gelaufen und hast damals kannte dich kein Mensch, oder? Hat dich irgendjemand erkannt? Ich weiß noch, wie wir uns hier kennengelernt haben, nach dem Rennen erst. Welche Erinnerungen hast du an deinen ersten Start hier? Ja, wie gesagt. Einfach reinsprechen. Ne? Ja, Berlin ist immer besonders für mich. Das ist mein erster Marathon ist hier und wie auch immer. Leider letztes Jahr 2 Wochen vorher umgeknickt und hatte das versucht mit viel Therapie und sowas. Ich wollte nicht aufgeben und habe ich gehofft, dass ich den Marathon durchlaufen kann, weil die Vorbereitung war richtig gut und leider ich musste nach 27,5 aufsteigen, weil der Schmerzen war zu stark. Dann wollte auch nicht weiter kein Risiko nehmen. Also dann dieses Jahr habe ich gutes Gefühl und gutes Vorbereitung und ich freue mich auf Sonntag eine große Gruppe mit ruhigen Pacemaker. Also okay, du hoffst auf ein gleichmäßiges Rennen. Genau, auf gleichmäßiges Rennen. Wie gesagt, ich bin fit und ich habe gute Vorbereitung und ich freue mich auf Sonntag und wie gesagt, Berlin ist für mich immer besonders. Also habe ich. Du hast jetzt ein paar erfolgreiche Jahre hinter dir. 2021 war dein erster Start hier mit 2:13,47 bist du da gelaufen. Mittlerweile ist deine Bestzeit bei 2 Stunden 8:24 gelaufen in Valencia. Was hoffst du, was ist am Sonntag drin? Was ich das vorhabe, wie gesagt, das unter 2 Stunden 7 habe ich das vor. Okay. Ja. Sebastian, gehst du damit? Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen uns sehr, sehr spannende Rennen da vorne an der Spitze. Wir wissen, es wird spannend werden. Und Marc, vielleicht nochmal an dich die Frage. Es muss doch geradezu ein Fest sein für den Race Director, dass wir jetzt hier in der Kategorie deutlich unter 2 Stunden, wir sprechen hier 2 Stunden 7 Zielzeiten, dass wir da hier deutsche Athleten auf dem Podium sitzen haben. Ja, also und das sind ja nicht die einzigen, die in diesem Bereich laufen können, muss man ja auch sagen. Da gibt es ja noch ein paar Kandidaten, die vor kurzer Zeit auch nochmal ihre Klasse unter Beweis gestellt haben, Anfang der Woche in Tokio. Und ja, also wenn ich mich an die Zeiten erinnere, wo wir dann krampfhaft
versucht haben sicherzustellen, dass, ich will jetzt keine Namen nennen, aber dass jetzt einer der Athleten, die zwischen 2012 und 2015 laufen konnten, dann auch hoffentlich beschwerdefrei nach Berlin kommen, sind aktuell vorbei. Wir hoffen, dass dieser Laufboom, der ja auch bei den Frauen eingetreten ist und natürlich beflügelt wird durch Schuhe, durch Ernährung, durch Physiotherapie, durch besseres Training und so weiter, dass der weiter anhält und sind sehr froh, dass wir hier trotz WM so ein starkes Männerfeld der Deutschen präsentieren können. Und ja, ich nehme die Zeiten interessiert zur Kenntnis und hoffe, dass das auch in Erfüllung gehen wird. Wir unterstützen natürlich, wie wir das können. Wir haben ein Fahrzeug vorne mitfahren, das den deutschen Athleten auch nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit gibt. Dieser BMW wird auch ein Display hinten drauf haben, in dem wir ihnen die Zeiten einblenden, wie schnell sie gerade aktuell sind und was das für eine Zeit im Ziel bedeutet. Also das ist eine Betreuung, wie sie auch die schnellsten aller Läufer von uns bekommen. Und ja, wir hoffen, dass das dann alles gut funktioniert und die Träume auch aufgehen werden. Wissen auch, dass das immer so eine Wanderung auf Messers Schneide ist. Aber ja, wir drücken die Daumen. Einen Faktor möchte ich noch ergänzen, was die Athleten auch noch beflügelt, das sind die Ehefrauen. Also Christina und Esther sind dabei und die zeigen auch ganz schön, was man im Laufen bewegen kann und wie man in die Spitze reinläuft. Das ist faszinierend zu beobachten und ihr nutzt das ja auch fürs Training, ne? Zur Motivation. Ja, vor allem ist auch immer die Angst da, wenn es nicht klappt, dann kann ich mir mal auch zu Hause auch einiges anhören hinterher. Schönen Gruß an Christina, ja. Und Esther ist auch dabei, natürlich. Ja, also das hilft mir auch extrem, dass Esther dabei ist. Wir machen so viel zusammen, auch im Training. Und Esther schnuppert natürlich auch schon mal rein. Ne? Also die wird ja jetzt auch nicht ewig auf dem Halbmarathon bleiben. Deswegen ist das für die natürlich auch nochmal spannend, jetzt so hautnah dann zu erleben. Aber es ist toll, dass wir uns gegenseitig haben. Weil ich glaube, wenn nur einer es machen würde, der Partner, dann wäre es ein Riesenproblem. Weil das Leben ist so anders im Vergleich zu so einem klassischen Job, dass es sehr schwer ist zu verbinden. Deswegen ist, glaube ich, die Dichte an Ehefrauen, die beide das Laufsport machen wie der Mann, dann vielleicht bei uns höher als in anderen Berufen. Ja, die beiden haben sich sogar 2 Laufbänder nebeneinander gestellt zum Training. Faszinierend. Sind hier Fragen? Dann bitte gerne Hand hoch. Dann haben wir, Klaus, hier vorne ist gleich eine Frage. Erste Reihe. Klappt das hier mit dem Ton? Ja, wunderbar. Ja, herzlich willkommen, Hendrik. Das wird ja ein Lauf auf das Messers Schneide. Es gab ja auch im Zuge der Olympischen Spiele in Paris, aber natürlich auch bezüglich der WM-Nominierung mit dem DLV erhebliche Turbulenzen. Du bist der Bundeswehr und es geht natürlich auch um den Fortbestand und die Integration in die Bundeswehr im nächsten Jahr. Wie bewertest du jetzt im Endeffekt die ganze Situation, die ja auch medial teilweise sogar sehr aggressiv in der Tonalität in der Medienwelt transportiert wurde und gleichzeitig startest du ja unter einer neuen Dachmarke, Germany Athletics, natürlich jetzt dann stadtbezogen für Düsseldorf, das neue Konzept von Klaus Detloff. Wie zielführend ist das, eine Laufliga einzuführen in die nicht in die Bundeswehr, sondern in die deutsche Laufszene? Und bist du der Meinung, dass wir da den Sprung in die Zukunft schaffen, um auch die Leichtathletik weiter nach vorne zu bringen? Ja, das war natürlich schon turbulent in den letzten Wochen, aber insgesamt will ich hier mit positiver Energie rangehen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich möchte die Topform, die ich habe, die hätte ich auch bei der WM zeigen können, die möchte ich jetzt Berlin schenken und die ist da. Und klar, es ist auch eine gewisse Drucksituation. Sie haben es ja gerade angesprochen, mit der Förderung, die dann gewisserweise dranhängt, aber dementsprechend muss man sich da eben nicht von treiben lassen, sondern man muss positiv herangehen. Ich hatte so ein Alles-oder-Nichts-Rennen 2023 hier in Berlin schon, da waren es 2 Sekunden, die am Ende den Unterschied gemacht haben, zu meinen Gunsten. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum das nicht wieder so gelingen sollte. Deswegen lasse ich mich davon nicht treiben. Ich freue mich riesig drauf, jetzt im 3. Jahr hintereinander hier starten zu können und möchte eben zeigen, dass das die richtige Entscheidung war. Und ich glaube, das mit der Laufliga, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ne? Ich würde mich jetzt schon hier gerne auf den Marathon konzentrieren und bin da voller positiver Energie und freue mich drauf. Vielen Dank.
Weitere Fragen noch? Ansonsten, ich habe noch eine Schlussfrage hier. Ich hatte das vorhin angedeutet. Haftom, du kannst gut mit warmen Bedingungen umgehen, oder? Würdest du dich für wärmere Bedingungen freuen am Sonntag oder wie ist dir das egal? Eigentlich, wie gesagt, es Tick kühler wäre es gut, aber ich kann gut vertragen alles kälter. Okay. Henrik, bei dir wissen wir, du kannst mit Kälte gut umgehen und windigen Bedingungen. Naja, ne, also wir haben, Haftam und ich, wir haben ja da unsere Erfahrung schon gemacht dieses Jahr in Houston. Ne, da war es dann zu kalt und zu windig. Ja. Deswegen, das ist schon okay. So, ne? 5 Grad mehr wären sicherlich ganz schlimm. Aber so ist es so, dass man es handeln kann, wenn man auch mit einer vernünftigen Strategie rangeht. Ne? Ich weiß nicht, ob du mit Kühlstirnband läufst, ich mache es sicherlich. Und wir versuchen uns da eben auch gegenseitig sicherlich zu unterstützen, ne? Auch wenn wir da irgendwie um den besten Deutschen konkurrieren. Wir wollen aber alle auch eine schnelle Zeit. Und das ist immer dann eben auch die Sache, ne? Das ist ja schön am Marathonsport, dass man eben auch dann trotzdem zusammenarbeiten kann. Ja. Sebastian, dein ultimatives Rezept? Ja, nee, also ich mache es wie Hendrik. Ich habe auch mir das Kühlstirnband bestellt, kam gestern noch an, nachdem ich den Wetterbericht gesehen habe. Hoffentlich eine gute Investition am Wochenende und wir schauen einfach mal. Also ich bin ja auch trotzdem noch ein bisschen gebranntes Kind. Also letztes Jahr beim Berlin-Halbmarathon, da sah ja auch der Wetterbericht ähnlich aus und dann am Ende war das so schwül und stickig an dem Tag ein bisschen gewesen. Aber ich meine, man kann 100 Mal reingucken, am Ende, wir haben alle dieselben Bedingungen. So ist es. Ja. Vielleicht bringt das ja auch noch mal eine spannendere Renndynamik. Ja. Und wir nehmen einfach positive Energie mit. Marathon, wie Hendrik sagt, ist auch so ein bisschen eine Gruppenarbeit. Versucht sich auch in der Gruppe so ein bisschen so zusammenzubleiben bis Kilometer 30, weil es haben alle was davon. Und dann am Ende schauen wir halt mal, wer dann der Bessere, der Stärkere ist. Dann wünschen wir euch ein richtig gutes Rennen, euch rein. Sebastian, Henrik, Haftom, freuen uns schon auf die Ergebnisse. Hoffe, wir sehen uns hier am Sonntag dann wieder bei der Siegerehrung und bei den Schnellsten. Und toi, toi, toi. Und vielen Dank erstmal fürs Kommen. Danke. Danke. Und danke. Wir machen dann gleich hier weiter. Wir haben auch einen kurzen Film vorbereitet mit der Vorstellung der internationalen Topathleten. Und ihr habt vorhin die Namen schon genannt, aber vielleicht schauen wir uns erstmal einfach den Film kurz an und schauen uns an, wer da im Top-Männerfeld starten wird. Last year's winner, and he's beaten them all. Sebastian Sawe is the 2025 London Marathon champion. The 50th edition of the BMW Berlin Marathon goes to Ethiopia, to Milkesa Mengesha, crosses the line. Und hier haben wir die Top-Athleten. Wir haben Sebastian Sawe, ich habe es erzählt. Sebastian, come on stage. Sebastian, come to a place in the middle. Great to have you here. Wir haben Milkesa Mengesha, den Vorjahressieger hier. Und wir haben Gabriel Garajay hier aus Tansania, der nationale Rekordhalter. Sebastian, great to have you here. How are you? How are your legs? It's good. It's only your third marathon you're going to do on Sunday. The question is funny, but you have only done 2. But what have you learned from 2 marathons, and how can you be better on the third? First of all, I'm thankful to be here in Berlin for the second time. Thanks for the organization for inviting me here. I've ran 2 marathons and I've ran well, and what I've learned is I'm capable of doing well in marathon, and on this Sunday it gives me
hopes to run well once again. Yeah. You were just saying you're running here the second time in Berlin. You won the half marathon 2 years ago. What is your memory of that? It was a nice moment for me because it was the first time here in Berlin. Yeah, you ran 59:00, so a really, really fast time. And from your 2 marathons, you did the fast one on the first marathon, so last year. This year's London Marathon was by 22 seconds slower. So would you like to run faster again this year here in Berlin? Yes, because Berlin is the farthest course. And due to my preparation and capability to have a mentality to run well, and I will try my best. And if everything goes well, I will run fast as I can on Sunday. Very good to hear. Yeah. Mikesa, wir können wieder auf Deutsch reden, weil wir haben Übersetzer hier. Selalem, vielen Dank, dass du dabei bist. Immer wieder gern. Schön, dich hier zu haben. Selalem kennt ihr Sportler sehr gut, ist selbst eben hier auch mehrfach am Start gewesen. Und wir haben den Vorjahressieger hier mit einer Zeit von 2 Stunden 3:17, einer fantastischen Laufzeit. Und er kommt natürlich hier mit großen Erwartungen von außen auch hin. Welche Erwartungen hat Mikesa an sich selbst? ባለፈው ዓመት በ2:03 በ17 በማሸነፍ አሸናፊ ነበርክ። አሁን በውጭም በኩል ትልቅ ካንተ የሚጠበቅ ትልቅ ሩጫ ነው። ባንተ በኩል አንተ ከራስህ የምትጠብቀው ነገር ምንድነው? እሺ መጀመሪያ እዚህ ስላጋበዛችን አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ስላጋበዛችሁ አመሰግናለሁ እላለሁ ኦርጋናይዘሩ። አምና የራሴ ፐርሰናል ሰዓት ነው ሮጬ አሸነፍኩት። ዘንድሮም እሱ ሳይሆን ከዛ የተሻለ ፈጣን ሰዓት ለመሮጥ በጣም በቂ ትሬኒንግ አድርጌ ነው መጣሁት። ትሬኒንግ ብቻ ሳይሆን ጤና ጥሩ ነው። አሁን ፈጣን እንሮጣለን ብዬ አስባለሁ። Also der hat ja letztes Jahr mit der entsprechenden Zeit gewonnen, der war sehr glücklich und die Vorbereitung dieses Jahr ist noch mal besser, auch zum Thema Gesundheit. Der fühlt sich sehr, sehr gut, deswegen denkt er, dass er nochmal eine sehr, sehr schöne Zeit laufen wird. Ich würde das nochmal auf Englisch ergänzen. I've been performing very good last year, as stated, 2:03:17, and this year I've been preparing myself much more. So I'm expecting myself to be able to run even faster. Okay. Er ist schon gut ins Jahr gestartet, der Mikesa. Er ist in Halbmarathon in Hongkong als Sieger rausgegangen mit einer 61:27, lief dann in London auf den 10. Platz. Ist seine Form jetzt zum Herbst noch mal besser geworden? ባለፈው ዓመት ግማሽ ማራቶኑን ከሮጥክ በኋላ በአንድ ሰዓት አካባቢ ለንደን ላይ ግን 10ኛ ነበር የወጣኸው። ከለንደን በኋላ ባለ ዝግጅት አሁን ያለ ሁኔታ ከለንደን የተሻለ በጥሩ ሁኔታ ትገኛለህ ብለህ ታስባለህ? አዎ ከበርሊን ሮጥኩ ሃፍ ማራቶን ሮጬ ነበረ። እሱም አሸነፍኩት። ከዛም በኋላ ወደ ለንደን ማራቶን ነበረ ዝግጅት አደረኩት። ለንደን ማራቶንም በቂ ዝግጅት አድርጌ ነበረ። ጥሩ ትሬኒንግ ሰርቻለሁ። ጥሩ አቋም ላይ ነበርኩት። እዛ ላይም የሚገኙ አትሌቶችም ትልቅ አትሌቶች በጣም ፋስት አትሌት ናቸው። ከነሱ ጋር መገናኘቴ በጣም በጉጉት ነበር የጠበቅኩት። ደስ ብሎኝ ነበር ከነሱ ጋር ለመወዳደር። እዛ ይገጠመኝ የኮንዲሽን ችግር ሌላ ነገር ችግር ሳይሆን በጣም በቃ በግድ ነው ራሴን ቆጣጠሬ ከነሱ ጋር የሄድኩ ነበረ። በጣም እንደምፈጠን ፈልጌ ነበረ። ግን እንደዛ ሆኖ 30 ወይም 35 ላይ ወጣለሁ ብዬ ነበረ። ለንደን ማራቶን 30 ኪሎ ሜትር ላይ ሲደርስ ውሃ የለም። ውሃ አጣሁት። So, die Vorbereitung war genauso gut wie London und der hat sich sehr wohl gefühlt gehabt. Allerdings war natürlich die Konkurrenz extrem hoch. Da waren sehr, sehr viele gute Athleten und es lag nicht an seiner
Vorbereitung, sondern ab 35 Kilometer, da gab es wohl eine Schwierigkeit zum Thema Wasserversorgung. Und da fing dann das Problem an. Jetzt habe ich ihn da unterbrochen. So, in English he's been... Wir haben englische Übersetzung. Okay. Das ist eigentlich gar nicht gut. Die ist aus dem Screen, ja. Dann... Ja. Also, dann würde ich ihn nochmal weiterreden lassen. Stell die Frage nochmal nach, genau, was er... Lass ihn gerne ausreden. ከዛ 30 ኪሎ ሜትር ሲደርስ ውሃ ለመውሰድ ሲሄድ ውሃዬን አጣሁት። እዛን ሰዓት ደግሞ ትንሽ የራብ አናት ውስጥ ተሰምቶ ነበር። ውሃዬን ቢያገኝ ያ ራቡ መቋቋም እችላለሁ ነበር። ከዛም በኋላ በቃ በጣም ውስጥ ተረበሸ። ከዛም በኋላ ሩጫም እንትን ሆነ በጣም ፈጠነ። ውሃዬን አጣሁት። 35ም ደረስኩ። ውሃ የለም። በቃ እንደ ውድድሩ በቅርብ ስለሌለ በቃ በጣም ስለተሰማኝ ዝም ብዬ ጨረስኩት እንጂ ያ ውጤት የሚገባኝ አይደለም እንደ ስራ ቢሆን። ስለዚህ ምክንያቱ እሱ ነበር የውሃው። የኔ ምክንያት ትልቅ 30 ኪሎ ሜትር እና 35 ላይ ውሃ ያጣው ከዛ 40 ላይ ደግሞ ውሃ የነበረ በቃ በጣም ተሰምቶኛል። Okay. Also kurz vor dem 30. Da war natürlich mit der Versorgung des Wassers, da hat er schon nicht bekommen zum 30. Also bei Kilometer 30, da ist er nervös geworden. Das hat dann nicht mehr so gut geklappt und bei Kilometer 35 wieder nicht bekommen. Er hat zwar bei Kilometer 40 was bekommen, aber da war das Rennen quasi schon gelaufen, also emotional, aber auch das, weil er keine Versorgung bekommen hat vom Wasser. Okay, da haben wir die Erklärung. Dann das war die Ursache quasi, aber vorbereitet war der wohl genauso gut. Alles klar, da sehen wir, wie wichtig die Verpflegung ist. Guter Hinweis. Ja. Gabriel, you have a long history of good races, but this year was extremely successful, one of the most successful of your year. You started with the Houston Half Marathon in a PB of 59:18, and then you won the Marathon of Daegu. So how is your form today? Could you provide the form from this spring to now? Firstly, I'm thankful, happy to be here in Berlin. Mm-hmm. I thank Berlin organization to have me here, and it has been my dream to be part of Elite Field here in Berlin. Mm-hmm. It is true that I ran my PB in Houston Half Marathon in January, won Daegu. I have good result this year. Mm-hmm. I have same condition as I raced earlier in this couple of races. Okay. I believe I will run my best on Sunday here in Berlin and get good result as well. Mm-hmm. That's what I hope. And did you get advice from other runners about Berlin, like from German runners like Samu Fitwi or so? No, actually, I have been following German races, mm-hmm. Watching Berlin Marathon a couple of the years. It's one of the best marathon and race, which I am looking forward to run in my running career. So hopeful I prepared well and I can do my best. Okay. Yeah. It's going to be interesting to see what comes out. And Sebastian, let me ask you again, we are always talking how runners become faster. One very important factor in the last years have been the running shoes. And I see you're wearing your competitive shoes for Sunday already. So the Adidas Adizero Adios Evo Pro 2 in this version. How much does the shoe help you to run faster? How much does it make? The shoes is very good. I like the shoes. It's so supportive in pushing and fast, and it also have good protective in impact. So it's a nice shoes and the best shoes. I like it too.
We're going to see how fast you are in these on Sunday. It's going to be a great story. Marc, vielleicht an dich nochmal die Frage. Wir haben jetzt natürlich diesen Game-Changer-Faktor Carbon-Rennschuhe gesehen, mehrfach hier auch schon groß in Berlin diskutiert. Wir haben jetzt natürlich noch viele andere Top-Athleten hier auch in Berlin am Start. Gib uns vielleicht mal so eine kurze elitesportliche Vorausschau auf das Rennen am Sonntag. Ja, also wir werden das Rennen natürlich sportlich angehen. Wir haben hohe Ziele. Wir schauen, wie sich das Wetter entwickelt und werden dann noch die Pace-Gruppen entsprechend anpassen. Aber wir werden sicherlich aggressiv rangehen, haben 2 Gruppen, die unter 2:04 anlaufen werden. Dann gibt es eine Gruppe, die im Bereich 2:4:30 laufen wollte, um einen japanischen Rekord aufzustellen. Dann gibt es eine deutsche Gruppe im Bereich 2:6, 2:7, 2:8 und 2:10 als Schallmauer sind auch noch weiterhin die Pace-Gruppen, die wir vorrätig haben, und ich glaube, dass die auch ganz gut genutzt werden. Also das Feld ist sehr kompakt mal wieder. Wir haben da dass wir manchmal in Situationen sind, dass wir Leute abweisen müssen, weil wir da sehr stark nachgefragt sind, und wir wollen ja immer noch einen guten Service den Athleten bieten. Also ich bin sicher, dass dort sich viele Gruppen binden werden, die dann halt gemeinsam hoffentlich ihre Ziele erreichen können. Ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar, dass auch die Top-Athleten jetzt hier so ein bisschen beruhigt haben, weil es gab im Vorfeld schon wirklich viele Diskussionen, dass die Form bestechend ist, und man hat von Seiten gemunkelt, und das war also jetzt eine sehr realistische Einschätzung. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit und freue mich deswegen besonders auf das Rennen am Sonntag. Wir wissen sowieso, Berlin hat immer Rekorde im Visier, haben es gestern auch schon bei den Frauen gesehen. Du hast zum Beispiel angesprochen, japanischer Rekord. Auch bei den Frauen ist die japanische Marathon-Rekordhalterin hier. Also es sind all eyes on Berlin hier. Gibt es an dieser Stelle Fragen an die Top-Athleten? Dann würden wir die noch weitergeben. Ansonsten würde ich auch verweisen nochmal, wir haben sehr viele Informationen auch noch über die Sportlerinnen und Sportler im Media Guide zusammengefasst, haben viele Informationen natürlich auch, die wir übertragen können, die von der Organisation, vom Media Relations Team, die das gerne weitergeben. Marc, ansonsten, wir haben gehört jetzt, es wird ein bisschen bedecktes Wetter. Wird das Wetter überschätzt eigentlich immer, oder wie ist da deine Haltung? Zuckst du mit den Schultern oder? Nee, also das Wetter ist natürlich Gesprächsthema für alle, aber es kann immer so viel passieren, jetzt auch im Sommer in Berlin, man guckt an einem einen Tag rein und dann am nächsten Tag ist es ganz anders. Also wir versuchen cool zu bleiben, und dann wird sich das hoffentlich auch auf das tatsächliche Wetter am Sonntag auswirken, und dann haben wir ein tolles Marathonfest vor uns. Haben wir auf jeden Fall, so oder so. Ich möchte ein paar Hinweise noch geben, und zwar morgen die Pressekonferenz mit den Siegerinnen und Siegern des Inline-Skatings-Rennens wird bereits um 15:30 Uhr sein, hier im Hotel Berlin. Dann werden wir weitere Termine natürlich online veröffentlichen. Dazu möchte ich auch nochmal auf den Media Guide auf der Webseite hinweisen und auf die Kolleginnen und Kollegen um Robert Fekel und Jochen Schmitz vom STT Team Media Relations. Und ein Datum möchte ich noch mitgehen, und zwar am Montag, 6.10. startet die Registrierung für den 52. BMW Berlin Marathon. Das ist ein wichtiges Datum, weil ansonsten ist das schnell ausgebucht. Und dann bedanke ich mich. Ich glaube, diesen Termin muss ich korrigieren. Es kann sein, dass es nicht ganz abgedatet ist. Ich glaube, das ist der Donnerstag nach dem Marathon, es sei denn, einer der Kollegen sagt hier was anderes aus dem Hintergrund. Marc, den Termin geben wir am Sonntag auf jeden Fall nochmal richtig mit. Ja. Steht ja auch dann im Media Guide. Ansonsten danke ich erstmal. Es gibt noch einen kleinen Imbiss hier. Seid ihr herzlich eingeladen. Es gibt auch für jeden Kollegen noch die Shocks-Kopfhörer hier am Ausgang zur Verfügung gestellt. Und wir räumen gleich die Tische hier frei, und dann haben wir die Bibs für die Top-Athleten. Also wir machen gleich noch hier den Fotocall direkt im Anschluss. Und dann freue ich mich auf die Rennen am Sonntag. Thank you very much for coming. I wish you a great race on Sunday and hope to see you back here on Sunday for the Elite Press Conference. Thank you. Thank you. Habe ich erwähnt.
There are in-ear earbuds provided by Shocks also for all of the colleagues.